Wusstest du, dass viele Leute denken, Deutschland und Österreich sind fast gleich? Und dann wundern sie sich, warum Treffen mit Deutschen in Österreich manchmal komisch laufen. Das größte Problem ist oft, man verwechselt direkt mit unfreundlich. Ja, genau. Viele erwarten Smalltalk und warme Worte, aber sie bekommen klare Sätze. Und dann denkt man, mag die Person mich nicht? Na ja, und noch ein Fehler. Man nutzt Worte, die in Österreich anders sind, und der deutsche Gast guckt nur so. Das kann echt peinlich sein. Aber hey, dafür sind wir heute hier. Also, hallo zusammen und schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia, und ja, wir sprechen heute über Treffen mit Deutschen in Österreich. Wie begrüßt man, was sagt man, und wie bleibt es freundlich, auch wenn es direkt ist? Ich bin Tim, hi. Wir geben euch einfache Sätze, kleine Tipps und 2 kurze Rollenspiele. Dann fühlt ihr euch, glaub ich, gleich sicherer. Starten wir mal ganz praktisch. Stell dir vor, du bist in Wien in einem Café. Am Tisch sitzt ein Mann aus Deutschland, er wirkt freundlich, aber sagt nicht viel. Kleines Rollenspiel, okay? Ich bin der Deutsche, du kommst dazu. Wir zeigen, wie du nett und klar anfängst. Gern. Ich sag, Entschuldigung, ist hier noch frei? Ich würde mich gern kurz dazu setzen. Ja, klar, setzen Sie sich. Ich bin Thomas, aus München. Sind Sie aus Wien? Danke. Ich bin Julia, ich lebe in Wien. Ich komme aber ursprünglich aus Graz. Schön. Ich bin nur für 2 Tage hier, beruflich. Der Kaffee ist hier echt gut, oder? Ja, total. Und sagen Sie mal, brauchen Sie vielleicht Tipps für die Stadt? Ich kenne ein paar nette Orte in der Nähe. Ah, sehr nett, danke. Vielleicht später, ich hab gleich ein Meeting. Aber ich freue mich über eine kurze Empfehlung. Perfekt, danke, das war's schon mit dem Mini-Rollenspiel. So einfach kann's sein, freundlich, klar, kein Roman. Wichtig ist die Frage, ist hier noch frei? Die ist super höflich und kurz. Genau. Und wenn ihr schnell du sagen wollt, fragt einfach, wollen wir du sagen? Viele Deutsche finden das gut, weil es direkt ist. In Österreich ist man oft ein bisschen vorsichtiger, aber es geht auch. Stimmt. Ein Punkt ist echt wichtig, direkt bedeutet nicht kalt. Deutsche mögen klare Infos. Also lieber sagen, ich habe morgen Zeit von 14:30 Uhr bis 16 Uhr. Passt das? Ja, so es hilft total. In Österreich gibt's zwar oft ein bisschen mehr Smalltalk, so ein Na, wie geht's denn so? Aber wenn du eine Sache klären willst, sei konkret. Eine kleine, echte Geschichte dazu. Eine Freundin hat mal in Wien einen Deutschen bei einem Stammtisch getroffen. Sie hat lange Smalltalk gemacht, und er war schon unruhig. Später sagte er, sag doch einfach, was du brauchst. Das klingt typisch. Ich hatte auch so einen Moment. Ich hab nett gefragt, ob wir vielleicht irgendwann mal treffen wollen, und er meinte, wann genau? Morgen, 18 Uhr? Ich war erst überrascht, aber es war super praktisch. Gute Brücke zum Thema Wörter. In Österreich sagt man oft Servus oder Grüß dich. Viele Deutsche sagen einfach Hallo. Beides ist okay, nur nicht erschrecken, wenn es sehr kurz klingt. Und Vorsicht mit speziellen Wörtern. Paradeiser heißt in Deutschland Tomaten. Einmal habe ich Paradeiser gesagt, und der Deutsche hat wirklich gar nichts verstanden. Dann hab ich schnell gesagt, Tomaten, ah ja. Oh, und die Sache mit geil. In Deutschland ist das oft normal. In Österreich ist es auch okay, aber manchmal klingt es eben sehr, stark. Leiwand ist typisch österreichisch, das verstehen viele Deutsche aber nicht sofort.
Apropos peinlich. Ein User schrieb, er hat mal sicher ein Wort benutzt und später gemerkt, es heißt was anderes. Alle haben gelacht und sein Gesicht war rot. Mein Tipp: kurz lachen, dann sagen, oh, ich lerne noch, danke fürs Korrigieren. Das ist sympathisch. Und ja, Humor hilft. Wenn du offen sagst, ich übe noch, dann sind die meisten Menschen total nett. Kurzer Fokus auf Regeln. Pünktlichkeit ist wichtig. Sagt man 14:30 Uhr, dann kommt man nicht um 14:45 Uhr. Das finden viele Deutsche und auch viele Österreicher unzuverlässig. Okay, Mini-Quiz, na los. Weißt du noch, was der Satz ist hier noch frei? Bedeutet? Klar, es heißt, darf ich mich hier hinsetzen? Ganz einfach, aber super nützlich. Und noch eins. Direkt heißt nicht unfreundlich, sondern klar. Das ist wichtig, damit man sich nicht verletzt fühlt. So, weiter geht's. Manchmal gibt's ja auch kleine Reibungen, oder? Einige sagen, Deutsche sind zu direkt, vielleicht sogar hart. Andere sagen, diese Ehrlichkeit baut Vertrauen auf, weil es keine versteckten Botschaften gibt. Ich finde, beides stimmt ein bisschen. Am Anfang wirkt es streng, später ist es entspannend, weil man weiß, woran man ist. Also, kurz sagen, was man will, und trotzdem höflich bleiben. Genau. Und wenn du in Österreich einen Deutschen triffst, kann er selbst überrascht sein, wie anders die Stimmung hier ist. In Wien ist Smalltalk oft kurz, in einem Dorf kann es aber lockerer sein. Also, immer erst kurz beobachten, wie die Leute sprechen. Noch eine echte Erfahrung. Eine Hörerin war auf einer Party in Innsbruck. Es gab fast keinen Smalltalk, sie fühlte sich fremd. Später merkte sie, die Leute brauchen einfach etwas Zeit, und dann wird es richtig herzlich. Ja, das kenne ich. Erst ruhig, dann warm. Mein Tipp: frag eine konkrete Sache, zum Beispiel, wo kaufst du gutes Brot hier? Oder, kennst du einen netten Park? Dann kommt das Gespräch in Gang. Und statt 5 Fragen auf einmal lieber eins nach dem anderen. Zum Beispiel: Hast du morgen Zeit? Wenn ja, wann passt es dir? So bleibt alles klar. Lass uns noch ein zweites, kurzes Rollenspiel machen, diesmal per Nachricht. Du hast in Salzburg einen Deutschen kennengelernt, er heißt Max. Du willst ihn auf einen Kaffee treffen. Okay, ich schreibe: Hallo Max, hier ist Tim vom Sprachstammtisch. Hast du Lust auf Kaffee am Freitag? Ich kann um 14:30 Uhr im Café Mozart. Passt dir das? Max antwortet: Hi Tim, ja, passt. 14:30 Uhr ist gut. Ich reserviere einen Tisch, Nachname Meier. Danke für die klare Info. Siehst du? Kurz, direkt, freundlich. Keine Romane, keine Verwirrung. Und beide wissen, was passiert. Ein häufiges Missverständnis ist die Sache mit Kritik. Ein Deutscher sagt vielleicht, das Meeting war zu lang. Punkt. Das klingt hart, ist aber oft nur Feedback. In Österreich umschreibt man es manchmal mehr. Wenn du das hörst, atme kurz durch und frag: Was genau war zu lang? Oder: Wie können wir es nächstes Mal besser machen? Damit zeigst du Respekt und nimmst es nicht persönlich. Es gibt auch die große Frage, anpassen oder nicht? Einige sagen, man muss sich total an Österreich anpassen. Andere wollen die eigene Kultur stark behalten. Ich denke, beides geht: Respekt zeigen, Regeln lernen und trotzdem man selbst bleiben. Sehe ich auch so. Wenn du Deutsche in Österreich triffst, hilf ein bisschen mit lokalen Worten, aber erwarte nicht, dass sie sofort alles kennen. Und bleib selbst offen, aber klar. Das ist die beste Mischung. Noch ein Tipp aus der Community:
tretet einem Verein bei, echt. Ein Kletterverein, ein Chor, ein Fußballverein. Da lernst du Deutsche, Österreicherinnen, alle kennen, und Gespräche werden schnell natürlicher. Ja, Vereine sind Gold wert. Man trifft sich regelmäßig, hat ein Thema und man übt Sprache fast nebenbei. Und man merkt, wie direkt und freundlich zusammenpassen können. Achtung, kleiner Sprachfallstrick. In Österreich sagt man oft Jause für eine kleine Pause mit Essen. In Deutschland versteht man eher Brotzeit oder Snack. Wenn jemand dich fragt, gehen wir zur Jause, dann heißt es einfach, wollen wir kurz was essen? Genauso bei Grüß Gott. In vielen Teilen von Deutschland sagt das kaum jemand. Wenn ein Deutscher dich fragt, heißt das Hallo? Sag einfach ja, genau, das ist eine höfliche Begrüßung. Und bleib locker, wenn jemand sehr schnell spricht. Sag ruhig, Entschuldigung, können Sie das bitte etwas langsamer sagen? Oder, ich lerne noch, können wir einfacher sprechen? Die meisten sind dann sehr hilfsbereit. Noch eine kurze Szene, diesmal im Büro in Wien, mit einem Kollegen aus Deutschland. Du brauchst eine Entscheidung. Du sagst, kannst du bis morgen eine Antwort geben? Und er sagt vielleicht, ja, morgen 10 Uhr schicke ich dir die Info. Super klar. Wenn du die Antwort früher brauchst, sagst deutlich, ich brauche die Info heute bis 16 Uhr, sonst klappt das Projekt nicht. Das klingt direkt, aber auch ehrlich. Und dann gibt es keine Überraschung. Oh, und ein Klassiker. Bitte und Danke. In beiden Ländern wichtig, aber in Deutschland sind kurze Danke oft normal. In Österreich hört man manchmal noch ein Dankeschön, wirklich nett von Ihnen. Beides ist höflich, keine Sorge. Und wenn du unsicher bist, sag lieber sie als du, besonders am Anfang. Viele Deutsche wechseln schnell zu du, aber frag lieber kurz, ist du okay? Das ist respektvoll und einfach. Ein Stolperstein kann auch Humor sein. Ironie versteht nicht jeder gleich. Wenn du merkst, jemand wirkt verwirrt, erklär kurz. War nur ein Witz, keine Sorge. So vermeidest du Missverständnisse. Bevor wir schließen, eine Frage an euch, habt ihr in Österreich schon Deutsche getroffen, die sehr direkt waren? Wie habt ihr reagiert, und was hat gut funktioniert? Schreibt uns eure Beispiele und eure besten Sätze. Und wenn ihr einen Tipp habt, wie man höflich und klar zugleich spricht, teilt ihn bitte. Zum Beispiel, ich freue mich, aber ich kann heute nicht. Das ist freundlich und ehrlich zugleich. Okay, kurzer Abschlussfahrplan. 1. Klar fragen. 2. Höflich bleiben. 3. Wörter notieren, die anders sind. 4. Lieber nachfragen als raten. So klappt das Treffen mit Deutschen in Österreich viel besser. Na, das war doch ziemlich rund. Wenn euch die Folge geholfen hat, lasst gern ein Like da und abonniert unseren Kanal. Dann verpasst ihr keine Tipps mehr. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Und ja, viel Spaß beim nächsten Kaffee, Stammtisch oder Vereinsabend. Servus und bis zum nächsten Mal.